Heute werde ich euch mal 2 Deko-Ideen mit Pusteblumen zeigen und auch wie man sie haltbar machen kann. Ja, und mein erstes Glas hat jetzt in meinem Fall eine Höhe von 25 cm und der Durchmesser beträgt 14 cm. Den Löwenzahn habe ich nach dem Verblühen gepflückt und es wird jetzt so in etwa 1 bis 2 Tage dauern, bis er sich halt öffnet und zu einer Pusteblume geworden ist. Ja, und der hier, der wird jetzt mit Steckdraht präpariert werden. Alternativ zum Steckdraht könnt ihr aber auch genauso gut diesen Bindedraht verwenden. Und den Steckdraht arbeite ich jetzt auch nur deshalb ein, damit er halt nicht später, wenn das Ganze halt mal eintrocknet, umknicken kann. Also halt der Stiel. Ich gehe jetzt bis zu dieser Höhe hier, ne, wo man halt merkt, es geht nicht mehr weiter. Das hier lasse ich jetzt erst einmal dran. Das kann man nachher im Laufe des Prozesses auch noch abschneiden. Ne? Also wenn man jetzt zu viel Steckdraht haben sollte. Ja, jetzt geht es hier wieder los mit meinen kleinen Sprachstörungen. Na, die Spitze vom Steckdraht mache ich lieber nach unten. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da ist der sehr spitz und hier ist er halt stumpf. Ich lege auch mal dahin. Ja, würde man das halt ohne diesen Steckdraht oder Bindedraht machen, dann knickt euch das alles weg. Das will ich jetzt für meine erste Deko-Idee nicht. Für die zweite Deko-Idee braucht ihr nachher aber keinen Steckdraht. Wenn ihr mal aus Versehen hier durchpieksen solltet, ist jetzt auch nicht so tragisch, dann einfach den Draht nochmal neu einarbeiten. So, komm mal her, ich muss auch ein bisschen im Bild bleiben. Zack. Man merkt das aber wirklich, wenn man da zu viel reinstochert. Ja, dich müssen wir einmal drehen. Ja, und wie heißt es, die Pusteblumen fallen auch nur deshalb nicht ab. Ja, wie erkläre ich das jetzt? Ich sag mal so, die Pflanze hat jetzt nur noch genügend Kraft, das halt hier zu öffnen, aber die hat nicht mehr genug Kraft, um die Samen dann, ich sage jetzt mal einfach, abzustoßen. Deshalb bleiben die da auch dran. Man kann die dann auch noch mit Haarspray präparieren, wenn die halt aufgeblüht sind. Werde ich aber wahrscheinlich nicht machen. Ich werde jetzt hier mit dem Löwenzahn mal direkt weiter dekorieren. Ich werde jetzt als nächstes mein Glas mit diesem Sand befüllen. Dann arbeite ich Schneckenhäuser und diesen Ast ein. Die Pusteblumen sind erst ganz zum Schluss dran. Ja, und bei den Pusteblumen habe ich jetzt auch ein paar mehr erstellt, als ich benötige, weil manchmal gehen nicht alle Pusteblumen auf, beziehungsweise der Löwenzahn wird halt nicht immer zur Pusteblume werden. Ich sag mal, von 10 Pusteblumen gehen normalerweise 9 Stück dann halt auch auf, beziehungsweise von 10 zukünftigen Pusteblumen. Ne, einfach immer mal noch ein paar mehr erstellen, dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, ich wollte jetzt erstmal die Schneckenhäuser platzieren. Zack. Ich arbeite immer am liebsten mit ungeraden Zahlen, von daher jetzt nur 3 Schneckenhäuser. Die sind auch schon ein paar Jahre alt. Ich habe die schon für so viele Projekte verwendet. Den Ast hier, den kennt ihr ja wahrscheinlich auch schon aus dem einen oder anderen Video. So, und jetzt halte ich hier mal meine Pusteblumen an. Ich schneide aber jetzt nicht komplett den Steckdraht ab. Ich lasse hier jetzt so einen Tacken Reserve, sag ich mal. Das ist jetzt hier einfach so eine alte Rosenschere. Ja, und ich habe es ja schon erwähnt, das wird jetzt so in etwa 1 bis 2 Tage dauern, bis die Pusteblumen halt aufgegangen sind. Man kann sie, wenn sie aufgegangen sind, auch nochmal mit Haarspray präparieren. Werde ich aber jetzt dieses Mal nicht machen. Mit dem Haarspray oder mit dem Blumenfixierspray, das könnte man auch nehmen, machen halt viele ganz gerne, um da halt auf 100% Sicherheit gehen zu können, dass die Pusteblumen oder halt die Samen, sage ich jetzt einfach mal, halt nicht abfallen können. Ne? Aber ich habe das auch schon mal ausprobiert ohne Haarspray, hat genauso gut geklappt. Jetzt bin ich gerade selber am Überlegen, ob ich doch nicht mehr, ob ich nicht doch 5 Pusteblumen einarbeite oder doch nur 3. Muss mal eben selber überlegen. Ach komm, wir machen mal jetzt hier 5 Pusteblumen. Ich finde die so cool. Zack. Gehst du wohl ab? Ja, der ist jetzt eh ein bisschen kürzer. Aber ich finde, das sieht auch immer klasse aus mit den Pusteblumen. Ja, und das zweite Glas kann ich jetzt, ja, für euch geht es ja direkt weiter, aber kann ich erst morgen erstellen, weil das dauert eine Weile halt, bis die halt aufgegangen sind. Und der Vorteil für euch ist ja, es geht im Video direkt weiter. So, eben schauen. Ah, der hier könnte etwas tiefer. Der ist mir jetzt doch ein bisschen... Jetzt haben wir jetzt zwar keine Reserve mehr beim Draht, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Kann man hier trotzdem noch hineinstecken. Ja, und dann werde ich ja morgen sehen, ob die alle aufgegangen sind oder ob da nur ein paar aufgegangen sind. Ich werde dann berichten. Und ich zeige euch jetzt gleich mal, wie ich die anderen jetzt erstmal präpariert habe.
weil damit wird das Glas befüllt werden. Das sieht auch richtig cool aus, wenn das dann alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ja, und noch mehr werde ich jetzt an diesem Glas hier nicht einarbeiten. Das ist jetzt soweit fertig gestaltet und ihr seht ja das Ergebnis direkt. Bei diesen zukünftigen Pusteblumen warte ich jetzt erst einmal so lange ab, bis sie halt aufgegangen sind, bevor ich sie weiter verarbeiten werde. Nach nun fast 24 Stunden haben sich die ersten Pusteblumen gebildet, aber ich denke, es wird noch weitere 24 Stunden dauern, bis sich auch die letzten geöffnet haben. Mein zweites Glas hat jetzt in meinem Fall eine Höhe von 20 cm und der Durchmesser beträgt auch 20 cm. Ja, und in dieses Glas wird nun ein zweites Glas platziert werden. Das ist jetzt in meinem Fall 10 cm hoch und der Durchmesser beträgt auch 10 cm. So, ich will es jetzt hier so einigermaßen in der Mitte haben. Dann habe ich hier ein wenig Deko-Kies, den werde ich jetzt als erstes einarbeiten. Streue ich aber jetzt hier zwischen die beiden Gläser und nicht in das kleine Glas, so rum. Ich denke, der macht sich da nachher ganz gut drin. Dann hat das Ganze auch noch mal ein bisschen mehr Farbe. Kann man auch weglassen, den Deko-Kies. Ist ja letzten Endes sowieso immer alles Geschmackssache. Macht das einfach so, wie ihr das halt am schönsten findet. Ja, jetzt geht es hier mal wieder los, ne? Wie vorhin auch schon mit meinen kleinen Sprachstörungen. Und den können wir aber hier ruhig ein bisschen, ich sag mal, krumm und schief lassen. Ich glaube, ich habe Duftkies gekauft. Duftgranulat Lavendel. Aha, aber riecht ganz nett. So, da ist sie. Das ist jetzt eine 2 Meter lange Drahtlichterkette mit Batteriefach. Das Batteriefach, das lege ich mir aber nachher einfach außerhalb von meinem Glas hin. Das Glas hat als Hintergrund eine Wand später. Insofern ist das dann in meinem Fall jetzt wirklich Latte. Ob man das man wird das Batteriefach halt in meinem Fall nicht sehen. Und ich hatte es, glaube ich, doch, ich hatte schon erwähnt, meine Pusteblumen werde ich jetzt nicht mit Haarspray einsprühen, weil in meinem Fall ist das jetzt ehrlich gesagt irgendwo unnötig. Wer aber wirklich auf 100% Sicherheit gehen möchte, dass die Pusteblumen nicht so schnell abfallen können, sprüht sie dann mit Haarspray ein. Mit so einem Haarspray, was ganz fein am Sprühen ist. Und was wollte ich jetzt noch erzählen? Irgendwas wollte ich noch erzählen. Wenn jetzt die Pusteblumen nicht in Gläsern wären, also ich sag mal, die wären jetzt an einem Standort, wo halt auch Wind kommen kann, dann würde ich sie lieber mit Haarspray noch einsprühen, ne? Das wollte ich jetzt noch dazu sagen. Aber das ist ja jetzt hier alles in einem Glas. Ist jetzt erstmal Latte. So, gehst mal beiseite. Geh mal bitte runter. Ich bin mal gespannt, ob das mit der Drahtlichterkette nachher überhaupt so funktionieren wird, wie ich das gerne hätte. Ansonsten nehme ich sie einfach raus. So, jetzt separiere ich hier schon mal die ersten Pusteblumen. Schere, wo bist du? Und schneide das jetzt hier ab. Und das wird jetzt hier peu à peu in meinem Glas eingearbeitet werden. Ich habe zum Glück schon ein bisschen vorgearbeitet. Ja, ich glaube, ihr könnt es gerade sehen, bei der hier sind ein paar Samen abgefallen. Aber ist nicht so schlimm, die arbeiten wir jetzt trotzdem ein. Kommt auch immer drauf an, wann man die gepflückt hat, die Pusteblumen. Aber wisst ihr was, mit der Lichterkette lasse ich. Die springt mir hier zu sehr nach oben hinweg. Das ist zu kompliziert. Dann kann ich besser gleich in die Mitte des Glases ein Teelicht noch einarbeiten oder platzieren vielmehr. Ne, mit der Lichterkette war ein Versuch wert. Hätte auch bestimmt super geil ausgesehen, aber ist egal. Ich werde jetzt nur die Pusteblumen hier einarbeiten und dann kommt in die Mitte des Glases ein Teelicht. Jetzt kommt noch ein Teelicht in das kleinere Glas und dann bin ich mit dieser Dekoration auch soweit fertig. Im Nachhinein bin ich jetzt auch ganz froh, dass ich die Lichterkette dann doch weggelassen habe. Wie üblich findet ihr alle benötigten Materialien auch nochmal in der Videobeschreibung. Ja, und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut, eure Pink Peach.